Heute geschlossen Betriebsausflug? Hey, seid ihr schon weg? Manchmal gibt es im Job schon merkwürdige Situationen. Aber wenn sich diese Situationen häufen, dann bedeutet das wahrscheinlich nichts Gutes. Werde ich hier jetzt etwa gemobbt? So witzig das gerade aussah, Mobbing ist eine Riesenbelastung für den, den es trifft. Vom eher harmlosen Diss bis zum richtigen Psychoterror ist das eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt. Und umgekehrt merkt man oft gar nicht, dass man selbst zum Mobber wird. Bei uns in der Schule gab es zum Beispiel ein paar Jungs, die durften nie mit Fußball spielen. Das war einfach so, die gehörten nicht dazu. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr, woher das kam. Also eigentlich hatten wir den Jungs die komplette Schulzeit versaut. Ich auch. Und ehrlich gesagt ist das kein sehr gutes Gefühl. In meiner Schulzeit war es so, dass es die Leute nicht ganz so cool fanden, dass ich mit YouTube angefangen habe. Ich war damals 15 und die Leute in meinem Umfeld in der Schule haben ziemlich viel drüber gelästert und die Videos gemeinsam angeguckt und sich danach am nächsten Tag in der Schule drüber lustig gemacht. Und teilweise habe ich dann auch irgendwie gemeine Nachrichten bekommen in der realen Welt und im Internet und teilweise standen sogar Sachen auf den Klowänden. Und das war natürlich für mich keine so schöne Zeit, vor allem weil sich das auch bis zum Abi hingezogen hat. Aber da ist natürlich die Frage, ist sowas schon Mobbing? Auch viele von euch haben Geschichten mit uns im Community-Tab geteilt. Zum Beispiel die Laura. Ich wurde mit 18 als Azubi ganz schlimm von den Chefs gemobbt. Hatte damals eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau angefangen und am Anfang war alles super. Ich habe nach einem Jahr abbrechen müssen, habe mir aber vorher einen neuen Ausbildungsplatz in einer anderen Branche gesucht. Das war eine Erfahrung fürs Leben und würde jedem empfehlen, sich erst eine neue Stelle zu suchen und erst dann abzubrechen. Danke dafür und auch vielen Dank an alle anderen, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und da jede Geschichte in sich irgendwie unterschiedlich war, frage ich mich jetzt, was ist Mobbing eigentlich? Mobbing leitet sich aus dem englischen Begriff to mob ab. Das bedeutet so viel wie angreifen oder jemanden bedrängen. Wenn das Ganze über einen normalen Streit hinausgeht, weil es mit System oder Methode geschieht oder weil es über einen längeren Zeitraum läuft, dann spricht man von Mobbing. Und wenn ihr jetzt noch immer unsicher seid, es gibt Forscher, die haben Mobbing mal genauer untersucht. Typische Mobbing-Handlungen definiert und in 5 verschiedene Kategorien eingeteilt. Mobber lassen euch nie zu Wort kommen. Also ich habe jetzt das Release-Datum für in 2 Wochen angesetzt. Hast du die Grafik mit einberechnet? Oh nee, die Grafik müssen wir noch machen. Ja. Die Grafiken, die können nicht machen. Jonas, wir kriegen das schon ohne dich hin, danke. Ich glaube, Laura ist besser geeignet. Ja, obwohl Jenny das schon länger macht. Okay, aber dann können wir auch... Oder behandeln dich wie Luft. Wie ist das jetzt mit dem NDA? Ist das schon unterschrieben? Nee, das müssen wir noch durch Legal geben. Der Künstler hat das noch... Hat er das schon bekommen? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal im Management nachfragen, ob das Aber weil schon er hatte, glaube ich, schon mal eine Version gekriegt, das alte oder das neue, oder... Das alte ist ein bisschen sehr streng formuliert gewesen. Also da hat er viele Korrekturpunkte gehabt. Mobber machen dich bei anderen schlecht und beleidigen dich. Aber für ein Projekt wie dieses, da braucht man natürlich kompetente Mitarbeiter. Nicht so wie andere Leute im Raum. Ich weiß nicht, wen du meinen könntest. Ich auch nicht. Warum muss er eigentlich schon wieder mit dabei sein? Ich verstehe das nicht. Ich habe dem Chef gesagt, dass wir das zu zweit machen und er dann nicht mit sein muss. Dem wahrscheinlich die eine. Geben dir vollkommen sinnlose Aufgaben oder schütten dich mit viel zu viel Arbeit zu. Das kannst du auch noch erledigen. Und abspülen nicht vergessen. Im schlimmsten Fall äußert sich Mobbing durch Gewalt oder bedroht deine Gesundheit. Den bekommst du wieder, wenn du mit den Akten durch bist. Nein. Mobbing am Arbeitsplatz passiert leider viel häufiger, als man denkt und viel zu selten melden sich die Betroffenen zu Wort. Wir starten hiermit die große Plan- und Los-Mobbing-Umfrage. Wie ist das bei euch? Habt ihr Mobbing im Job erlebt oder das bei anderen mitbekommen? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Und auch wenn Mobbing grundsätzlich jeden treffen kann, junge Menschen in Ausbildung und Praktikum sind besonders häufig betroffen. Das bekommt auch Isabel Luig täglich mit. Sie ist Jugendsekretärin bei der Gewerkschaft Verdi. Auszubildende sind sehr häufig vom Mobbing betroffen, weil sie natürlich zum einen die Letzten sind, die in der Regel in den Betrieb kommen, aber auch sind sie in der Situation, dass sie eine Lernsituation haben. Sie wollen eigentlich jetzt den Beruf erlernen und sind darauf angewiesen, dass die Kollegen und Kolleginnen sie unterstützen. Das heißt, sie brauchen Wissen, sie brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und es gibt einige Berufe, wo eine ganz klare Hierarchie und Rangordnung herrscht. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Auszubildenden. Auszubildende sind häufig auch noch gar nicht so richtig geformt, das heißt ein bisschen unsicher und trauen sich noch gar nicht,
die Rechte, die sie eigentlich haben, sich auch einzufordern. Das Problem am Arbeitsplatz: Der größte Mobber ist meist der Chef. Laut einer repräsentativen Mobbingstudie für Deutschland geht 1/3 der Mobbingfälle alleine vom Vorgesetzten aus. In sogar 51% der Fälle ist ein Vorgesetzter mindestens beteiligt. Und das hat auch Vanessa erlebt. Ich hatte mal einen Chef, der jeden Tag irgendwas zu kritisieren hatte. Mal haben ihm meine Haare nicht gefallen. Ich hatte einmal eine bunte Leggings an, die er doof fand. Und das musste er mir nochmal vor allen ganz klar sagen. Und dabei waren gar keine Kunden da. Also das war damals im Supermarkt und wir hatten Inventur. Und es gab gar keinen Grund, warum ich diese Leggings nicht anhaben konnte. Aber es war immer irgendetwas. Und ich hatte keinen Ausweg gefunden und musste ständig weinen, weil ich brauchte ja diesen Job. Aber das war ja auch mein Chef und keiner konnte mir helfen. Tatsächlich suchen sich Mobber am liebsten Opfer aus, die ein bisschen anders sind. Leute, die anders aussehen, anders reden, woanders herkommen oder einfach nur anders denken als die Mehrheit. Sich in so einer Situation zu behaupten, ist besonders schwer. Aber falls ihr selbst schon mal in so einer Situation wart und es geschafft habt, dann schreibt uns doch wie. Vielleicht macht ja eure Geschichte anderen Mut. Genau das, was Vanessa beschreibt, ist ein Riesenproblem in Ausbildung und Praktikum. Ihr seid auf den Job angewiesen und wollt es euch natürlich nicht mit dem Chef verscherzen. Ihr braucht den verdammten Job. Was also tun? Solltet ihr von Mobbing betroffen sein, empfehle ich euch zuerst, die Situation zu analysieren und zu schauen, warum passiert es eigentlich, aus welchen Gründen und wer ist da involviert. Und dann im zweiten Schritt, Angriff ist die beste Verteidigung, denn wenn ihr nichts macht, könnt ihr auch keine Änderung erwarten. Das bedeutet, geht auf die Leute zu, die euch mobben und sprecht sie direkt darauf an. Denn häufig ist es so, dass wenn die Mobber, Mobberinnen merken, dass ihr keine leichte Beute seid, dass sie auch einfach von euch wieder loslassen. Und auch häufig tritt es auf, dass Leute gar nicht wissen, dass sie euch mobben. Das ist dem gar nicht so bewusst, das passiert so subtil. Es ist total wichtig, dass ihr euch im privaten Gespräch Bestätigung holt und euer Selbstbewusstsein stärkt. Macht die Situation niemals mit euch alleine aus. Seht euch auf der Arbeit nach möglichen Verbündeten um. Sucht neutrale Personen als Zeugen für das, was da gerade abgeht. Ob ihr Zeugen findet oder nicht, noch wichtiger ist auf jeden Fall Punkt 3. Schreibt unbedingt auf, was passiert. Speichert beleidigende E-Mails, macht Screenshots und vor allem führt ein Mobbing-Tagebuch. Das Mobbing-Tagebuch sollte konkret enthalten, wer eigentlich beteiligt ist an dem Mobbing-Vorfall, was ist da passiert, zu welchem Zeitpunkt, da auch ganz konkret, welche Uhrzeit, welcher Tag, gab es dort Zeugen und auch was hat es mit euch gemacht? Hat es irgendwelche Auswirkungen gehabt, körperlich oder seelisch? Die Dokumentation davon ist so wichtig, weil falls es zu einem Prozess kommen sollte, ihr in der Beweispflicht seid und nicht der Mobber oder die Mobberin, sondern ihr. Ihr müsst eigentlich dem Gericht klar machen, dass das tatsächlich passiert ist und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr Zeugen benennt, sollte es so sein. Vielleicht habt ihr aber auch E-Mails, Fotos oder andere Beweise. In großen Betrieben gibt es normalerweise einen Betriebs- oder Personalrat, eine Ausbildungsleitung oder einen Mobbingbeauftragten. Beratung gibt es aber auch beim Hausarzt, der Krankenkasse oder im Internet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB bietet für jede Region in Deutschland sogenannte Jugendsekretariate an. An die könnt ihr euch auch wenden. Genauere Links findet ihr dazu in der Infobox. Im gemeinsamen Gespräch könnt ihr die beste Strategie entwickeln. Sucht ihr vielleicht selbst das direkte Gespräch mit dem Mobber? Schaltet ihr einen Vermittler ein? Wollt ihr vielleicht sogar vor Gericht gehen? Oder zieht ihr euch lieber zurück? Bei meinem cholerischen Chef damals gab es für mich nur eine Möglichkeit: raus da. Und nachdem ich mehrere Möglichkeiten abgewegt habe, konnte ich einen Antrag stellen für eine Verlegung in einen anderen Supermarkt. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn es mir schwer gefallen ist, weil man es ja eigentlich durchziehen möchte. Manchmal ist das dann doch die bessere Variante. Tatsächlich ist Mobbing Stress pur und eine echte Gefahr für die Gesundheit. Angenommen, Gespräche und Mediation führen zu nichts und eine Kündigung kommt für euch nicht in Frage. Dann bleibt immer noch als letztes Mittel im Kampf gegen Mobbing der Gang vor Gericht. Lasst euch nicht einreden, ihr hättet keine rechtlichen Möglichkeiten gegen Mobber. Es gibt zwar in Deutschland kein explizites Anti-Mobbing-Gesetz, aber dafür ganz viele andere Gesetze, die in Frage kämen. Außerdem hat der Arbeitgeber euch gegenüber eine Fürsorgepflicht, die durch Mobbing verletzt wird. Und manchmal sind Mobbing-Aktionen auch nichts anderes als Straftaten. Nötigung, Beleidigung, Verleumdung, Erpressung, Körperverletzung und so weiter und so fort. Die Liste ist lang. Und die können natürlich alle strafrechtlich verfolgt werden. Trotz all der Tipps, gemobbt zu werden, fühlt sich einfach scheiße an. Wenn ihr in der Probezeit in eurer Ausbildung seid, ist es ja klar, dass ihr nicht mal eben euren Chef wegen Mobbing verklagen könnt. Aber ihr müsst es auch nicht einfach so aushalten. So Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann tut das Gegenteil von Mobbing und gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr schon dabei seid, dann verteilt auch ein bisschen Liebe und abonniert diesen Kanal. Und schaut auch gerne mal im Community-Tab vorbei, da könnt ihr uns Fragen stellen oder so ein paar Anregungen und Wünsche hinterlassen. Und ich muss ja jedes Mal eigentlich hier, müsst ihr es am Ende sagen, ich bin froh, mit euch zusammenarbeiten zu können. Es macht mir Spaß, wir sind Freunde, wir sind ein Team, das ist Teamwork, das ist Zusammenarbeit, das ist, weil hier gibt es kein Mobbing, das ist Freundschaft. Du stinkst. Freundschaft.